Hello, this is a German reaction, but if you want, you can turn on English subtitles, so no problem. Wir reagieren heute auf das Album Don't Tap the Glass von Tyler, the Creator. Kam jetzt für mich auch sehr random. Also ich habe davor noch nichts von dem Album irgendwie eine Ankündigung oder so gesehen. Also es kam quasi aus dem Nichts. Es sind auch nur in Anführungszeichen 10 Songs. Aber ja, von der Länge her scheinen die bis auf der eine Song trotzdem normal durchschnittlich lang zu sein. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Produziert ist es wohl auch anscheinend komplett alleine von Tyler, the Creator. Also zumindest habe ich jetzt hier bei den Informationen auch nichts anderes rausgefunden bisher. Wie gesagt, ich habe davor noch überhaupt nichts von dem Album gehört. Also ich weiß gar nicht, was uns jetzt vom Sound her oder sonst irgendwas erwartet. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den ersten Song rein. Der heißt Big Po. Geht 3 Minuten 2. Let's go. Welcome. Number one, body movement. No sitting still. Number two, only speak in glory. Leave your baggage at home. Number three, don't tap the glass. Okay, das fängt auf jeden Fall schon mal spannend an. Der Filter auf der Stimme klang auf jeden Fall interessant. Das hat mich irgendwie ein bisschen so an Daft Punk oder so erinnert. Mal schauen. Würde jetzt aber, glaube ich, nicht in die Richtung gehen. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich von dem gar nicht online lassen kann. Okay, okay. Also es zieht sich wieder eine Melodie, sag ich mal, so ein bisschen durch. Da kam so ein Element kam jetzt rein. Das ist so ein bisschen so wie so ein Klavier oder so, das ist ganz geil. Ich habe jetzt aber auf den Text auch nicht krass, krass geachtet, bis auf, dass er das N-Wort sehr oft bisher gesagt hat, aber mal schauen. Ein bisschen so Flecken einfach, glaube ich, in dem Song. Oh shit, scheiße, ich darf mich drauf verlecken. Boah. Pause war geil. Aber das ist dann noch so ein A einfach im Hintergrund, das ist auch sehr geil. Macht den Vibe nochmal irgendwie geiler. Okay, okay. Wahrscheinlich blamier ich mich komplett bei dem Album, weil die Features auch noch gar nicht dabei stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es ist. Ah, das klingt geil. I got a bunch of wolves, they are down. Big hoe, nigga, I'm big hoe, nigga, I'm big hoe, nigga, bitch, I'm big hoe, slim. No cell phone, it's a dead spot. Boah, dieses Klavier. Egal. Also diese Basismelodie, dieses das ist eigentlich, das ist sehr geil. Das habe ich auch in der Reaction, die könnt ihr irgendwo oben rechts auf dem i oder so auschecken, schon gesagt. Bei Hardlife, ich liebe es eigentlich so, wenn so Songs so eine Melodie, sage ich mal, so durchgehend von Anfang bis Ende durchspielen und es da gar nicht so krass viel Variation drin ist. Also, was heißt nicht krass viel Variation? Es kann natürlich dann trotzdem noch mit der Melodie an sich viel variiert werden und was weiß ich was. Oder die Melodie mal ausgeblendet werden oder Filter drauf oder was weiß ich was. Oder man macht noch ein bisschen Freestyle in die Melodie. Aber ich liebe es eigentlich, wenn so, sage ich mal, so ein Part einfach aneinandergereiht bis zum Ende immer sich so durchzieht, das ist irgendwie ganz nice. Also vor allem, wenn man das halt gut umsetzt. Wenn es halt nicht gut umgesetzt ist, dann klingt es natürlich nicht so nice. Aber wenn es gut umgesetzt ist, ist es auf jeden Fall sehr nice. Was passiert jetzt? Boah, ich weiß nicht, ob das ein Bass ist, aber dieses das ist so geil. Oh, die Stimme kenne ich aber. Scheiße, wer ist das? Ich kenne die Stimme. Ich glaube, ich kenne die. Ich fällt gar nicht an.
What you wanna get loud in? Huh, fuck around and get found in. I like crew necks, polos and chinos. I'm out full of rocks like Dino. Yellow diamonds, ask Jacob, nigga, he know. Nigga, he know. Boah, das Outro klingt geil. Nigga, he know. Nigga, he know. Okay. Das war das Intro vom Album. Geht auf jeden Fall gut los. Äh, sind auch 2 Features drauf gewesen. Ich konnte es leider nicht erraten, wer das ist. Ich höre so viel Ami-Musik höre ich eigentlich gar nicht. Aber die zweite Stimme kam mir auf jeden Fall bekannt vor. War sehr nice, ist jetzt, ich weiß nicht, ich würde es halt trotzdem in meine Playlist packen, aber es ist nicht so ein Song, wo ich so sage, oh, der überzeugt mich jetzt ultra krass. Ist halt einfach so, ist so ein Song, den würde ich halt trotzdem einfach in der Playlist dann laufen lassen, aber jetzt nicht so auf Repeat oder so hören. Genau, gehen wir mal zum nächsten Song. Sugar on My Tongue. Ja, er benutzt so ein bisschen so 80s-Elemente auch in bisher irgendwie manchmal so, habe ich das Gefühl. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat. Okay, er wiederholt dann jetzt sehr oft die Wörter im Refrain, aber es passt zu dem Song. Es ist wieder so eine Melodie, die sich einfach durchzieht, aber der Bass ist wieder sehr geil. Es ist so ein ähnlicher Bass, glaube ich, wie im ersten Song. Tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come. Kann eigentlich schon mal ein Vollbild gehen. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Boah, warte, okay. Der Switch, der ist auf jeden Fall geil. Da ist sehr viel passiert und da passiert auch sehr viel im Hintergrund, weil ich muss nochmal hören. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Okay, warte, ich weiß gar nicht, was da alles dazu kommt. Tell your mama, tell them what. Tell your Also es kommt dafür irgend so ein Sound, den kann ich gar nicht beschreiben, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber so, ich weiß nicht, ob das sogar eine Stimme ist oder ob das irgendwie eine Drum oder so ist, aber die hört man ganz, ganz weit im Hintergrund so mit so Hall drauf. Das ist sehr geil und dann auch irgendwie. daddy, tell them what. Tell the bitches, let you know what you heard about me. Auf jeden Fall auch nochmal so Doubles oder so, einfach so mehr Vocals einfach. Wo auch ein bisschen höher geht, ist sehr geil. Und auch, ich weiß nicht, ob da noch ein Bass oder eine Melodie auf jeden Fall dazu gekommen ist, aber irgendwas, also sehr viel auf jeden Fall, einfach plötzlich. Aber ist geil. Ah, wie man mit der Stimme da hochgeht, geil. Like sugar on my tongue. Boah. Like sugar on my tongue. Alter, was hat er da plötzlich, das ist so, gefühlt explodiert einfach der Song. Like sugar on my tongue. Aber halt auch so ein Freestyle einfach mit so einem Klavier einfach raus. Und dann irgendwie so, Alter, es sind so viele Elemente in dem Song. Are you from Harlem? Make your arms and legs shake. Give me that slice of cream. Is it your birthday? Okay, also bisher holt mich der Song viel mehr ab als der erste. Aber es ist vielleicht auch, weil er einfach ein bisschen melodischer ist als der erste. I got a brush. Give me your wallet. I'll fit. Don't need no air. I stay down there till I fit. Girl, I'm dead. Tell your mama. Tell them. War ja auch geiles Cover übrigens. Tell your daddy. Tell them what. Tell your daddy. Tell your mama. Tell your daddy. Tell your Und dieses. Ich kann es gar nicht beschreiben, was es ist, aber das ist auch so ein. Das erinnert mich voll an so 80er-Lieder.
Trust me. Geil, okay. Also der hat mich auf jeden Fall viel mehr abgeholt als der erste Song, muss ich sagen. Ist auch immer irgendwie überraschend immer bei Tyler. Du kannst einfach jedes Album oder jeder Song kann so gefühlt nochmal so ein bisschen, weiß ich, so gefühlt ein anderes Genre einfach sein. So. Oder vom Sound halt komplett anders klingen als das vorherige Album oder der vorherige Song. Das finde ich immer ganz cool, wenn so Künstler generell auch ja, das machen, worauf sie Bock haben und sich auch mal ausprobieren und nicht immer so einfach in ihrem Genre sozusagen einfach stuck bleiben, sondern wirklich auch viel rumprobieren. Das feiere ich auf jeden Fall. Wenn das Künstler so machen, Sucker Free, Sugar Free vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung darauf ist, wir werden es sehen. Aber es klang bisher auch, als würde es so ähnlich weitergehen wie der zweite Song. Gehen wir rein. It's that Eastside hot dog, raw down El Segundo, the PCA shit. Put your top down, sun beaming, for real. Boah, ich weiß nicht, das Synth ist im Hintergrund, aber dieses. Ich weiß. Ist es ein Synth? Ich weiß es nicht, aber das ist so ein. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber das ist so eine geile Melodie. Alter, er benutzt die ganze Zeit auch diese Elemente mit dieser weiß ich nenne es jetzt mal Daft Punk Stimme einfach. Boah, geiler Vibe. Pockets full of chili like it's hot sauce. Niggas acting silly just to pop off. Hop off my dick, there's some hoes in here. Our future wolf gang, all the bros in here. You niggas bums, you never really figured it out. You the type to let a bitch wear shoes in your house. You the type to buy a chain for some furniture couch. And you the type of nigga never had a fist at your mouth. Bang, bang, bang. You ain't got no guap. Okay, also die Lyrics sind auf jeden Fall wieder wild. Ich lieb's aber, wie die ganze Zeit diese Computerstimme im Hintergrund einfach ist. Boah, das erinnert mich auch mal an irgendeinen anderen Song von ihm. Aber ich komme gar nicht drauf. Oh, die Stimme. Alter, wie diese komplette Melodie ist einfach weg ist und man nur noch diese Drums hört, geil. Also was heißt komplett, die ist auch nicht gehört? Ja, das ist eigentlich komplett weg. Und, aber die Computerstimme ist noch dabei. Jetzt kommt's wieder. Ja, geil. Doch, der erinnert mich an irgendeinen anderen Song. Ich komme aber nicht drauf. Ich schau gleich mal nach dem Song. Wenn der Song fertig ist. Immer diese Elemente, die so von links, die so hin und her einfach gehen, ich würde die so beschreiben. Das ist sehr geil, dass er diese ganzen Elemente benutzt. Geil. Und es geht weiter mit was? Mamanem. Perfekt ausgesprochen. So wird der Song bestimmt heißen. 1 Minute 15 ist wahrscheinlich sowas wie ein Interlude oder so, aber okay. Also der erste Song war so okay. Würde ich auch in meine Playlist, wie gesagt, packen und weiß ich anhören, aber den würde ich jetzt nicht so wirklich öfters hören. Den würde ich halt nur hören, wenn halt gerade irgendwie mal läuft oder so. Aber die 2 Songs jetzt danach auf jeden Fall, die haben mich abgeholt. Aber es liegt auch einfach vielleicht daran, dass die ein bisschen melodischer waren. Und wenn es ein bisschen melodischer ist, ist es sehr viel. Ich mag es auch manchmal, wenn es nicht so melodisch ist. Also zum Beispiel Juggernaut. Das war eigentlich auch so ein Song, der einfach nur so
sich einfach reinballert, sag ich mal, und den mochte ich, so Songs mag ich auch von ihm. Aber ich glaube auch von irgendeinem Song, der Song gerade eben hat mich an irgendeinen Song von dem Album hier erinnert. Ich will es aber nicht nochmal durch alle Songs von dem Album durchgehen. Aber ich glaube, ein Song hier auf dem Album war auf jeden Fall sehr ähnlich. Gehen wir in das Interlude oder was auch immer das ist. Bro, niggas weird. Bro, I hurt my feelings, nigga. Hit it out, spit it out, get it out. That's on my mom and them. Hit it out, spit it out, get it out. That's on my mom and them. Hit it out, spit it out, get it out. That's on my mom and them. Hit it out, spit it out, get it out. Browdy thinking shit straight. 20 Boah, Alter, won't was war get das? break. Got so much resentment in my chest. I make this bitch shake. Low key, I might need that. If you Boah, Alter, was ist das? Ist das sein Bass oder so? Nein, das ist irgendwas im Soundeffekt, der war aber. Oder eine Gitarre? Krankes Geräusch auf jeden Fall. Fuck the high road, I ain't tryna shake no hands. Had to change a heart and then I popped out on your mans, fam. Okay, that nigga gon' get clipped today. Hey, die Melodie kennt man aber, Von daher kennt man die. That nigga gon' get clipped today. Hit it out, spit it out, get it out. That's on my mom and them. Hit it out, spit it out, Boah, get it out. okay, That's aber on my mom and them. Hit it out, spit it out, get it out. vielleicht ist doch das Intro für den nächsten Song, das werden wir gleich sehen. Spit it out, get it out. That's on my mom and them. Niggas really weird, bro. Das geht, ich glaube, das war das Intro, ja. Das kann gut sein. Boah, ja, sowas meine ich, sowas. Das geht auch hart und da ist nicht so viel melodisch, aber das gefällt mir schon besser irgendwie als der erste Song, ich weiß nicht. Boah, der Bass. Der Bass ist geil. Und auch einmal als so ein ich kann das nicht mal nachmachen, das ist so geil, die Drums einfach. Ich weiß nicht, ob das eine Snare oder so ist, aber es ist auch sehr geil. Claps es einfach. Ja, sowas fühle ich dann mehr wieder. Geil. Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich irgendwas von der ganzen Reaction zensieren werde, aber mal schauen. Das ist einfach durchgehend so eine Clap. Vor allem dieses Geräusch hier, warte mal. Dieses ich kann das nicht mal machen, nachmachen, das ist so ein steigerndes Geräusch einfach von so einer Gitarre oder so. Das hört man nur ganz leicht. Da ist es wieder, jetzt hört man es ein bisschen lauter. Oh, okay. Ah, das kenne ich aber auch. Den Sound habe ich schon öfters benutzt. Okay, kommen wir zu Ring Ring Ring. Übrigens, wie hieß es eigentlich letztes? Ich habe dir gar nicht gesagt, Stop Playing With Me. So. Okay, interessanter Bass. Oh. Okay, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Warte nochmal von vorne. Das habe ich überhaupt nicht gerechnet. Diese Geige oder so, das ist. Ja, es sind wieder so viele Elemente, ich kann die gar nicht alle identifizieren. Krank.
Geil. Geiles Klavier auf jeden Fall. Und ich liebe auch so, wie er mit der Stimme wieder so hoch geht, melodisch wird. Oh, und jetzt wieder, was ist dieses... Ich weiß nicht, ob das so ein Klavier ist, aber so, das klingt geil. Geil. Nice. I hope you're good, I hope you're well, I hope you live. I miss your touch, I miss your smell, I miss your look. Aber auch diese Zwischensequenzen einfach mit dem Bass, wo gar nicht so viele Melodien ist oder so viele Melodien, Parts, Instrumente, was auch immer. Das ist sehr geil. I built the wall so tall I couldn't look over. I need to touch you one more time. One more time. I'll take you 1 by 5, and I don't know why. I know you said not to call you again when I miss you. Geil. And I hope I can see you one more again when I miss you. Baby, 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 baby. Pick up the phone. Hello. Ja, es ist... Das könnte auch so ein 12-Minuten-Song einfach sein. Ich würde den die ganzen 12 Minuten einfach durchhören. Hello. Operator, can you pick that phone? Pheromones, what the hell going on? Aber das ist irgendwie so geil. Es ist so einerseits, es ist so voll melodisch und so, wie soll ich sagen, so, ja, vibe-mäßige Dinger und dann manchmal ist es dann trotzdem noch so ein bisschen so ein harter Part, sage ich mal so, wo man jetzt nur so voll den Bass und voll die Kick und so hört und gar nicht so viel irgendwie eine Geige oder ein Klavier oder so, aber das ist irgendwie trotzdem, bringt auch nochmal so Variationen in den Song rein, der den auf jeden Fall nochmal viel geiler macht, als er eh schon ist. Right now, how you feel right now? That's regret right now. Operator, put your clothes back on. Operator, how we gon' move on? Operator, can't be next time. Yeah, right, it ain't no deadline. Before you go, walk out my life. I'm gonna tell you. Da ist wieder die Computerstimme. Walk out my life. I'm gonna tell you how much I love you. 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 Geil. I love you. I love you. I love you. Okay, ich dachte, es geht noch ein bisschen mehr, aber das ist auch gut. Das ist auch ein gutes Ende. Geil. Kommt direkt der Übergang? Nee, okay. Kommen wir zu Don't Tap the Glass, so Glass? Don't Tap the Glass. Wie das Album auch heißt und Tweaking, okay, es scheint so 2 Songs in einem zu sein. Hey. 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 Das ist an der Klaviermelodie. Hey. Don't tap that glass, don't tap that glass, don't tap that glass, nigga, don't Alter. tap that glass, there's a monster in it, don't tap that Ah, glass, der Bass wieder. don't tap that glass, baby, don't tap that glass, don't tap that glass, don't tap that glass, don't tap that glass, nigga, don't tap that glass, there's a monster in it, don't tap that glass, don't tap that glass, baby, don't tap bling, 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 bow, Michael Jordan eyes, neck yellow, look like Bing Bow. Oh, Alter, If it's seine weird, put a Betonung Bing ist Bow geil. like Bing Bow, Ping Pong, Bling Bow. Seine Betonung, ich mag die. Jordan eyes, neck yellow, look like Bing Bow. If it's feeling weird, put a beam out like Bing Bow. Ping pong, baby, chow down on that P now. Immer All dieser these Wasser. niggas wanna be me now. So much snot in my pocket, bro, I need a tissue. Niggas think they Rolling Stone, we can press the issue. Every curly hair bitch in LA I done had. Got the F40 on a 405 throwing ass. Odie got his bitch too. Odie got his head. Das ist wie so ein DJ so einen mäßigen Remix macht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Das war gerade sehr geil. Yeah, bitch in LA I done had. Got the F40 on a 405 throwing ass. Odie got his bitch took. Odie got his head bust. Odie got his chain snatched. Odie must be fed up. We told you, you ain't wanna listen. Now you looking like a victim. Bring it back, we back it up. Nigga, get a stack, spin a stack, Oh, we Alter. stack it up. Niggas talking down on the squad, we turn it up. Nigga, honestly, baby, I don't give a fuck. Don't tap that glass, don't tap that glass, don't tap that glass. Okay, der Song. Don't tap that glass. Ey, There's a oh, monster. dieses A. Das ist doch auch ein Element, was man auch bei seinem letzten Album, so bei dem Album hier, Chromacopia. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber auf jeden Fall dieses A.
Hey, diese Frauenstimme, das ist auch irgendwo, ich weiß nicht, wo das verwendet wurde. Oder bei Sticky, ich glaube auch bei Sticky wurde es auch verwendet, das kann gut sein. Give a fuck. Don't tap that glass. Don't tap that glass. Don't tap that glass. Nigga, don't tap that glass. There's a monster. Ra-ta-ta-ta. Don't tap that glass, baby. Don't tap that glass. Don't tap that glass. Don't tap that glass. Don't tap that glass. Nigga, don't tap that glass. There's a monster. Don't tap that glass. Don't tap that glass. What the damn? Also, nicht das Glas antippen. Lost touch with a regular foe. I ain't never been regular. You niggas is jokes. What that vest gon' do, boy? I aim at the throat. Gotta Ich meine natürlich nicht auf das Glas klopfen, meinte ich natürlich. still in the Macht auch mehr street Sinn. like your prostate exam in a week. Like niggas try my bomb off the hate. I got hugs in my home, bitch. I cannot relate. Hey, baby, wanna know what I might do? That's about 9 inches long if I like you. You can get a workout, not in the gym, bitch. You ain't gotta schon lie. wieder We so can viele smell Sachen. your Zempic. Bring it back, you back it up. Nigga, get a stack, spin a stack, you stack it up. Niggas talking down on the squad, we turn it up. Nigga, honestly. Ich bin mal gespannt, ob jetzt gleich noch irgendwie so ein Switch oder sowas kommt. Weil es sind ja 2 Songs glass. in einem. Vielleicht jetzt? Wenn ich es anspreche? Ja, Bro, call my mama. geil. Bro. Der Bass ist geil. Oh, Digga, das ist dieser Hauptbass, dieses dun, 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 dun. Und dann auch noch, dann kam gerade noch so ein anderer, den hört man nur leise. So ein der geht so ganz schnell einfach im Hintergrund. Geil. Bitch, I'm tweaking, Bitch, I'm Ja, und dann kommen einfach die Drums. Bitch, I'm tweaking, Boy, I'm tweaking, Catch your breath, Oh, bitch. ich liebe sie auf den Album. Er benutzt immer so Töne, irgendwie, das sind nur so 2 Töne, aber die sind so wie als würden die immer so hin und her gehen einfach. Oder als würde er nur so 2 Töne einfach die ganze Zeit so spielen. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Catch your breath, bitch. Catch your breath, bitch. Jetzt mal gucken, ob die Computerstimme in diesem Song wieder vorkommt. Bitch, bro, I'm tripping, toes tied. Call my mama, 4, 5, 6 nights at crypto. Shit, I shoulda did so fire. I'm old soul, I'm a 38 special. Feel like Detroit, red 41 Mecca. Black on prime night here, I pressure. Shit going up like running blood pressure. About that guap, about that guap, about that guap, about your ching, about that guap, about that guap, about that bread, about your lead. Feel like slick brick neck look like when you staring at the sun too goddamn long. I fucked her friend, her nigga, and this bitch. I know I'm wrong. Goddamn. 10, 20, 30, Geil. 40. Alter, was passiert da? Tickets. Oh man, Atlanta with both off each tree. Baby blue beam, I go beep, beep. I'm not really a pussy, I'm feet. That thriller right on me like he. Oh, war das eine Michael Jackson-Anspielung oder was? Beam, I go beep, beep. I'm not really a pussy, I'm feet. That thriller right on me like he. Tweaking, bitch, I'm tweaking, funky ass bitch. Bitch, I'm tweaking, bitch, I'm. Catch your breath, bitch. Geil. Alter, was ist da? Catch your breath, bitch, I'm tweaking. Krank. Okay, kommen wir zu Don't You Worry Baby. Das ist der 8. Song von 10. Also wir sind auch schon gleich durch einfach, aber bisher sehr geil. Ich muss sagen, der war zwar geil, aber der letzte Song, der war zwar nice, aber das wäre jetzt auch wieder eher so ein Song, wo ich einfach, glaube ich, einmal durchlaufen lassen will. Aber schauen wir mal. Vielleicht holt mich der jetzt ja nochmal kranker ab als die Songs davor. Die davor waren auch schon krank. Das fängt auf jeden Fall gut an. Boah. Geile, schöne. Das singt eine Frau, glaube ich, oder? Ich würde sagen, das singt eine Frau. Ah, wieder dieser 80er, den man nicht liebt. Oh, und irgendwie Trompeten noch? Oder nee, ist Klavier, aber ich dachte gerade kurz Trompete, aber es ist glaube ich Klavier. Geil. Ich liebe
es auch manchmal wieder so, er baut immer so seine Atmen auch irgendwie so als so ein Element vom Song ein. Das ist auf jeden Fall auch, wenn man das so wie er auch gut umsetzt, dann kommt es sehr geil. Das fällt auch gar nicht so krass eigentlich auf. Und das ist trotzdem ein sehr, sehr nice Element, was eigentlich auch. Also es fällt eigentlich nicht so auf, aber es macht voll viel aus. So. Boah, was ist das auf dem linken Ohr? Das ist auch, ich kann diese ganzen Elemente nicht beschreiben, Mann. Nee, schade. Rechten Ohr? Oder sagt man mit rechten Ohr leicht? Ist das ein bisschen Sumba oder so? Geil. Der ist auf jeden Fall auch sehr nice. Geil. Ja, ist halt ein Teil der Songs, das ist so krass, da sind so viele Details und Elemente. Beim ersten Mal hören ist es unmöglich, alles da irgendwie rauszuhören, aber selbst wenn du irgendwie, weiß nicht, die 100 Mal hörst, entdeckst du da bestimmt noch irgendwas. Okay, kommen wir zu I Will Take Care of You. 3 Minuten 20. Der klang voll chillig. Ich glaube nicht, da kommt bestimmt gleich ein Switch, der wird nicht so chillig bleiben. Wobei, vielleicht bleibt es mal ein chilliger Song. Das ist ja auch krass. Aber gleich kommt wahrscheinlich so fetter Bass rein und Drums und keine Ahnung was, Alter. Und dann ist wieder vorbei. Ja, oder auch nicht. Doch kein Bass. Okay. Aber sehr geil. Oh, schön. Oh. Ist das dieselbe Frau wie aus dem letzten Song vielleicht, aber... Oh, sehr schöner Vibe. Ah, da ist der Rhythmus auch noch. Ja, vielleicht kommen noch Drums. Mal schauen. Ja, das dachte ich eigentlich, dass es vorhin kommt. Geil. Also diese Geigen irgendwie, die sich da durchziehen, sind einfach so schön. Das macht den Song eigentlich so schön. Und ja, der erste Part auf jeden Fall vom Song, der war sehr schön, auch ohne die Drums und alles. Und jetzt natürlich ist halt dann natürlich wieder ein bisschen so der harte Part, aber der ist auch sehr geil. Sehr nice. Oh, die Skalierung. Der ist sehr schön. Ich glaube, das ist bisher mein Favorit auf dem Album. Also
Leichter Switch irgendwie von der Melodie, geil. Aber jetzt geht nochmal so ein bisschen höher irgendwie. Geil. Krank. Kranker Song, krank wirklich. Der Beat ist krank. Alter, das ist so die perfekte Mischung irgendwie aus einerseits am Anfang so ein bisschen entspannt, dann chillig, dann irgendwie so schöne Melodie, dann aber auch so ein bisschen so der harte Part und dann am Ende trotzdem nochmal so ein Mix irgendwie einfach, so wie jetzt einfach, der ist irgendwie so einfach schön ist, aber trotzdem auch so einen Rhythmus einfach mit reinbringt mit den Drums und alles. Ist definitiv mein Favorit bisher. Geil, und es endet auch wieder mit dieser Melodie. Geil. Okay, kommen wir zum letzten Song tatsächlich schon. Mal gucken, ich glaube, der kann den vorletzten Song nicht übertreffen. Aber der letzte Song, Tell Me What It Is, auch 3 Minuten 22. Schauen wir mal. Okay. Alter, das ist die Stimme. Alter, das ist nicht seine Stimme, oder? Ich glaube, die Stimme habe ich auch schon mal öfters bei anderen. Also wenn es wirklich seine ist, ist krass. Weil die würde ich so jetzt direkt nicht erkennen, aber wenn es nicht seine ist, ist glaube ich auch eine Stimme, die man schon öfters auf anderen Alben auch gehört hat. Also das klingt sehr schön. Ja, wobei doch ist es seine. Doch, das könnte auch seine sein. Auch, ich glaube, es ist seine, aber es klingt auch sehr schön. Oh, sehr schön. Geil. Okay, der knüpft sogar so ein bisschen so von dem Stil her an den letzten Song an, geil. Ich glaube, das könnten definitiv meine beiden Favoriten werden. Boah, warte, was war das? So ein... Boah, das ist ein geiles Element. Oh, schön, ich liebe das. Das ist so ein bisschen so wegfade dann. Oh, sehr schön. Tell me what it is. Tell me what it is. Tell me what it is. Before I open my heart up again. Tell me what it is. Tell me what it is. Tell me what it is. Before I open my heart up again. Oh yeah. Geil. Ich wollte schon sagen, das Auto, aber es ist noch nicht mehr das Auto. Aber vielleicht beginnt das Auto jetzt einfach schon. Das klingt sehr schön. Geil. Ich kann gar nicht so viel zu dem Song sagen, weil er einfach so ist, so ein Genießer-Song, einfach kranker Vibe, einfach sehr schön. Aber ich glaube, es war tatsächlich am Anfang seine Stimme. Geil. I hope you enjoyed yourself. Maybe next time you could stay longer. The glass was not tapped. Thank you. Until next time.
Geil. Also das auf jeden Fall auch nur so endet wie der Anfang mit dieser Computerstimme, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall ein nices Album, auch wenn es nur 10 Songs sind, wobei ich heutzutage eigentlich manchmal mir so eher denke, okay, lieber bringt er 3 Alben raus, die nur 10 Songs haben, anstatt dass er ein Album rausbringt, was dann nur 20 so mäßig hat. Weil im Endeffekt ist es natürlich dann auch mehr Musik. Wobei das aber manchmal auch trotzdem immer sehr schön ist, wenn du so ein langes Album hast und das auch ein Konzept hat und alles. Das ist natürlich, das macht auch sehr, sehr viel aus. Aber das Album hat ja auch ein gewisses Konzept und gewisse Elemente, die sich ein paar Mal wiederholt haben. Wie gesagt, der erste Song, war okay. Bei danach waren auf jeden Fall sehr nice und das war auch irgendwie so, die letzten zwei auch dann wieder, waren richtig schöne Songs. Also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. I Will Take Care of You war, glaube ich, definitiv mein Favorit, wobei der jetzt am Ende, der war auch sehr nice. Der war auch so zum Runterkommen, sage ich mal, sehr, sehr geil. Wir machen ja auch ein Album-Ranking auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das Album da so krass mit, aber eigentlich ja schon. Es ist ja schon ein Album. Ja, ob man das jetzt eigentlich so vergleichen kann, auch mit anderen Alben, vor allem von ihm einfach. Aber wir tun es einfach trotzdem mal mit ins Ranking reinpacken. Auch immer der erste Eindruck natürlich hier, den ich beim Rating sage, das allgemeine Rating. Vielleicht tue ich das auch in Zukunft dann irgendwann mal mit so einer Übersicht oder so dann anpassen, wo man dann immer das aktuelle Rating irgendwie anschauen kann. Oder dann auch vor allem ihr als Zuschauer irgendwann raten könnt. Ich gehe mal mit einer 8,1. Ein 8,1 für das Album. Das ist wie gesagt auch immer der erste Eindruck einfach von der Bewertung her. Man muss es natürlich auch immer ein bisschen öfters hören und dann kann man sich da auch nochmal eine bessere Meinung bilden. Aber auf jeden Fall, I Will Take Care of You wird auf jeden Fall sehr, sehr oft, glaube ich, bei mir laufen. Ihr könnt aber gerne auch mal eure Meinung einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr das Album findet oder was ihr auch allgemein von so, sage ich mal, kürzeren Alben, vor allem jetzt hier mit 10 Songs, haltet. Und falls ihr wollt, dass ich auf irgendwas reacte, was euch interessiert, dann könnt ihr mir das auch gerne unten in die Kommentare einfach reinschreiben. Dann schaue ich, ob ich darauf reacte und eine Reaction dazu hochlade. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne einfach mein Twitch, das blende ich jetzt hier mal ein, auschecken. Da tue ich auch live manchmal auf irgendwelche Sachen reagieren, dann seid ihr auch dabei. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.